Ja, meine Damen und Herren, ich stehe hier vor einem äußerst eindrucksvollen Menschenbild, nämlich dem Frauenfigürchen von Eilsleben, einer bandkeramischen Siedlung. Nicht dem ältesten Frauenfigürchen, das wir hier im Landesmuseum haben, denn das sind die Statuetten von Nebra, aber dem ersten aus dem Neolithikum, also aus der Zeit der Ackerbauern selbst. Es gibt solche Figuren aus der Zeit der Ackerbauern, am Beginn der Ackerbauern, zu vielen Dutzenden, ja vielleicht sogar Hunderten in Mitteleuropa, und dennoch ist dieses Figürchen von Eilsleben etwas ganz Besonderes, denn es hat einen Lockenkopf und auf dem Lockenkopf sind Reste von Rötel, ja sogar eine Grube, in die man wahrscheinlich Rötel einbringen konnte. Das Figürchen selbst zeigt uns eine Brust, daher wissen wir, dass es eine Frau war, und es zeigt ein typisches Linearmuster, nach dem die Kultur benannt ist, die sogenannte Linearbandkeramik. Die Linearbandkeramik ist die erste bäuerliche Kultur. Die Linearbandkeramiker, nach ihrer Keramik benannt, kommen aus Südosten, und wir wissen heute, dass sie ursprünglich aus dem Vorderen Orient kommen, um 5500 vor Christus, 5600 vor Christus, also vor mehr als 7000 Jahren, und dass sie sich sehr, sehr schnell in wenigen Jahrhunderten über ganz Mitteleuropa ausbreiten. Am Anfang dürften sie die gleiche Sprache gehabt haben und eine identische Kultur. Genetisch sind sie unglaublich ähnlich, und es sind Menschen des Vorderen Orients, relativ dunkelhäutig, das wissen wir heute. Und das sind die Träger der neolithischen Kulturen, die die Mesolithiker verdrängen. Auch das wissen wir heute. Und die Mesolithiker, die gehen in den Norden, die gehen Richtung Ostsee, Richtung Nordsee, die gehen auf die unfruchtbaren Sandböden und leben dort noch Jahrhunderte, ja letztlich 2 Jahrtausende, bis sie selbst Bauern werden und dann wieder nach Süden kommen. Diese Siedlung in Eilsleben liegt an der Grenze des damals bewohnbaren Gebietes. Das ist sozusagen Frontier Land, nicht? Das ist wie eine Siedlung bei der Expansion in Nordamerika, so muss man sich das vorstellen. Jenseits der Grenze leben die Wilden, die eigentlichen Ureinwohner, die Mesolithiker. Und wir sehen auch, dass diese Siedlungen einen engen Austausch mit Mesolithikern hatten, denn es gibt eine Maske in dieser Siedlung, auf die wir später noch kommen werden. Die Figur von Eilsleben wurde in einer Grube zerbrochen gefunden, und häufig sind diese Frauenfigürchen, es gibt wenige Männerfiguren, zerbrochen, weil man offenbar die Figur nicht ganz überliefern wollte. Man vermutet dahinter rituelle, kultische Ideen, dass man sozusagen dieses Figürchen, was immer es bedeutet, ob es ein Ahnenfigürchen ist, wie an einem römischen Ahnenaltar, oder eine Göttin darstellt oder was auch immer, oder ein Substitut Menschenopfer, also den Ersatz für ein Menschenopfer. Auf alle Fälle hat man die nicht ganz überliefert, sondern eben rituell zerbrochen. Dass man daran manipuliert hat, sieht man an dieser interessanten Haartracht, wo eben offenbar Abriebsspuren sind und wo man offenbar mit dem Rötel gearbeitet hat. Hämatit-Rötel ist seit dem Paläolithikum äußerst wichtig, vermutlich zur Färbung des Körpers. Und hier kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich dieser linearen Muster auf dem Körper. Ein Kollege von uns hat sie als Muster auf Kleidung rekonstruiert. Das ist natürlich möglich. Ich selbst halte das für eher weniger wahrscheinlich, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir kennen den Adonis von Tschernitz, einen nackten Mann als Figur. Wir kennen auch diese Frau. Beim nackten Mann sehen wir die Geschlechtsteile. Bei der Frau sehen wir die Brust, die könnte sich auch unter der Kleidung abzeichnen. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die Figuren nackt waren und dass diese Ritzungen entweder eine Sakrifikation, also Schmucknarben, wie wir sie heute in Afrika noch kennen, oder Tatouierungen, als Tätowierungen, wie wir sie heute in unserer eigenen Kultur kennen, oder aber Körperbemalungen darstellen, etwa mit Rötel, wie wir sie bei der Schamanin von Bad Dürnberg etwa annehmen können, wo wir ja Rötel und einen entsprechenden Farbstift gefunden haben. Die Schamanin von Bad Dürnberg lebt etwa 1500 Jahre vor dieser weiblichen Statuette
vor den Frauen dieser Siedlung in Eilsleben. Die Siedlung in Eilsleben ist aber auch aus anderen Gründen interessant. Sie ist die erste Siedlung, die wir aus der Bandkeramik überhaupt kannten. Inzwischen haben wir viele Dutzend auf den Autobahngrabungen gefunden. Sie ist aber nicht nur Grenzsiedlung, sondern auch die erste befestigte bandkeramische Siedlung, die wir fanden. Sie hat also eine starke Befestigung und das ist natürlich ganz spannend, denn die meisten bandkeramischen Siedlungen sind unbefestigt. Dass man in einer Grenzsiedlung ist, sehen wir daran, dass wir eine Maske wie bei der Schamanin von der Bad Dürnberg, also eine mesolithische angehauchte Maske und andere Funde, die ans Mesolithikum erinnern, dort in Eilsleben in der Siedlung fanden. Warum hat man sich befestigt? Mit der Zeit stieg offenbar der Bevölkerungsdruck in der Bandkeramik und nach einigen Jahrhunderten wurden die optimalen Plätze knapp. Am Anfang leben die Bandkeramiker im Schlaraffenland. Sie haben riesige Bäume, die müssen sie nur roden. Sie können Felder anlegen, sie können ideal am Fluss leben, auf den besten Schwarzerdeböden. Sie sind produktiv ohne Ende, aber irgendwann endet der gute Grund. Und es gibt offenbar einen Zerfall der bandkeramischen Gesellschaft, das sehen wir dann in der Stichbandkeramik, in verschiedene Gruppen, die sich letztlich dann miteinander bekriegen. Die beste Kriegsspur sehen wir in Aspern. Dort ist ein ganzes Dorf offenbar massakriert worden und in die Gräben geschmissen. Also man befestigt sich. Vielleicht befestigt man sich auch, weil man eine wirklich massive Überfälle der Mesolithiker befürchte, aber um sich zu schützen und um vor Überraschungen gefeit zu sein gegen kleinere Raids, die kein Krieg sind, sondern eher Beutezüge. Aber nochmal zurück zu unserer Frau. Die Frau zeigt natürlich kein reales Bild einer Frau ihrer Zeit. Die Augen sind stark stilisiert, die Nase ist stark stilisiert, auch der Körper ist stark stilisiert. Sie zeigt das Idealbild und sie wurde eben zerbrochen. Und dieses Zerbrechen, und das ist natürlich unglaublich spannend, finden wir auch in den Gruben von Eilsleben, und zwar das Zerbrechen von richtigen Menschen. Wir finden dort Hände, 3 Hände übereinander. So etwas kennen wir beispielsweise aus Ägypten. Dem Pharao werden Hände vorgelegt, um die Anzahl der getöteten Krieger im Krieg zu zeigen. Hier hat man offenbar Hände abgeschnitten und 3 Hände übereinander gelegt. Zumindest 2 Frauen sind sie zuweisbar. Wir finden einen Fuß mit einer Schädelkalotte. Das ist kein Befund, der zufällig entsteht. Also hier werden nicht etwa ältere Gruben oder Gräber beräumt, sondern das sind schon Dinge, die intentionell entstehen. Und wenn wir dann zum Beispiel eine ganz merkwürdig eng gefesselte Frau finden mit ganz stark nach hinten gekippten Kopf, dann hält der Ausgräber das nicht für einen Zufall. Er erwägt hier auch ein Menschenopfer und das zeigt auch die Grube, denn über der Frau liegt der Schädel eines großen Auerochsen oder einer Auerochsenkuh mit einem massiven Hieb mitten in den Schädel. Und das ist genau der Ritus, wie die Römer noch mit einer Axt im Opferritus den heiligen Stier oder das Opfertier töten. Und da denkt man sofort an solche Opferungen, zumal auch Mahlsteine, Symbole für Fruchtbarkeit in der Bandkeramik, mit in die Grube gegeben sind und zumal sich in der Grube noch zahlreiche andere Dinge fanden, die alle auf einen kultischen Zusammenhang schließen lassen. Der Hinweis auf den Rötel. Dieser Rötel hat auch noch eine andere Bedeutung. Der Rötel zeigt uns, dass die Welt farbig und bunt war. Wir können die Farben der Zeit schwer rekonstruieren. Wir können auch die Häuser der Zeit schwer rekonstruieren. Aber wenn wir alles zusammenfassen, bekommen wir doch ein Bild einer bunten Bandkeramik, bekommen wir das Bild einer Bandkeramik, die anders aussieht, als man die so in den früheren Bildern kannte. Dass die Bandkeramik bunt war, sehen wir auch an Funden aus Gruben. Man hat Naturfarben benutzt. Wir finden Mahlsteine, die normalerweise eigentlich nach unserer Auffassung benutzt werden, um Getreide zu mahlen. Die werden auch benutzt, um Hämatit zu reiben. Diese Mahlsteine sind ganz, ganz rot. Wir finden aber die Ausgangsstoffe der Farben selbst. Wir finden Hämatit für Rot. Wir finden Graphit für Grau-Schwarz und wir finden Ocker für Gelb, sodass wir zumindest schon 3 Farben nachgewiesen haben. Die anderen Naturfarben für Grün und so weiter kommen sicherlich vor. Lediglich Blau dürfte schwer herzustellen gewesen sein. Also eine Farbe ohne Blau, deshalb faszinieren ja später so die blauen bronzezeitlichen Perlen. Sie bringen einen
neuen Farbstoff, den man nur aber in abgeschwächter Form mit Weit erreichen konnte. Die bandkeramische Welt war also auch eine bunte Welt und deshalb rekonstruieren wir in unseren Bildern, die der herausragende Künstler Karol Schauer malt, die Welt auch etwas bunter, als wir sie immer so ganz sicher belegen können. Dass es in jedem Fall aber auch starke Manipulationen an den Skeletten gab und mögliche Menschenopfer belegen nicht nur die Einzelteile von Menschen, Hände, Füße in den Gruben, sondern auch ein ganz spektakulärer Fund, auf den wir gesondert eingehen, nämlich eine Schädelmaske, der Vorderteil eines Schädels, der sorgfältig abgetrennt wurde und der möglicherweise wie im Vorderen Orient mit Lehm zu einem Gesicht modelliert war. Das ist ein absolut sensationeller Fund aus Eilsleben, der uns zeigt, dass wir nur die Spitze des Eisbergs der damaligen Kulturen erfassen können. Aber diese Spitze des Eisbergs zeigt uns schon einen Einblick in fremde und sonderbare Welten.